Die thailändische Regierung hat einige Bedingungen des LTA, des Long-Term Resident Visas, vereinfacht und genau dazu wollen wir in diesem Video einmal sprechen. Das LTA-Visum in Thailand ist ja eins der besten Visa, die man in Thailand bekommen kann, denn tatsächlich bleiben damit die alten Steuervorteile in Thailand weiterhin bestehen. Du kannst also weiterhin deine Auslandseinkünfte nach Thailand bringen, ohne diese in Thailand besteuern zu müssen, wenn du sie im Folgejahr, im Jahr also nach dem Verdienst, nach Thailand bringst. So war ja früher generell die Besteuerung von Auslandseinkünften in Thailand. Das hat sich aber eben seit 2024 geändert. Mit dem LTA-Visum kann man aber diese Vorteile weiterhin nutzen. Kein Wunder also, dass das Visum sehr beliebt ist. Bisher wurden fast 10.000 LTA-Visum von der thailändischen Regierung ausgestellt. Die Anforderungen für dieses Visum sind ziemlich hoch. Das heißt, realistisch gesehen können viele das Visum nicht nutzen. Es gibt hier verschiedene Kategorien von Visa, also einmal das LTA-Visum zum Beispiel für Pensionäre, das LTA-Visum für Privatiers oder eben das LTA-Visum für Personen, die für ein ausländisches Unternehmen arbeiten. An der Rentner-Variante des LTA-Visums hat sich jetzt im Rahmen dieser Vereinfachungen nichts geändert, sehr wohl aber an den beiden anderen Kategorien. So ist es bei Privatiers nicht mehr notwendig, dass sie hier laufende Einkünfte darstellen. Bisher mussten sie nachweisen, dass sie über mindestens 80.000 US-Dollar an Einkünften im Jahr verfügen. Das ist nicht mehr der Fall. Nun muss man nach wie vor nachweisen, dass man mindestens ein Vermögen von 1 Million US-Dollar hat und eben man muss dann zusätzlich in Thailand investieren, 500.000 US-Dollar. Das kann man in Immobilien oder auch in Staatsanleihen oder andere Assets tun. Also wie gesagt, Einkommen muss man nicht mehr nachweisen. Die andere Kategorie des LTA-Visums, also für Remote Worker, das sind Personen, die für ein ausländisches Unternehmen arbeiten, aber eben dies von Thailand aus tun. Wir haben selbst Mandanten, die diese Visumskategorie hier bekommen haben. Wenn man also dem Arbeitgeber davon überzeugen kann, dass man von zu Hause arbeitet und dieses Zuhause auch in Thailand sein kann, dann ist dieses Visum eine fantastische Möglichkeit. Bisher war es so, dass der Arbeitgeber hier ein großes Unternehmen sein musste, was mindestens 150 Millionen Dollar Umsatz im Jahr erwirtschaftet hat. Man konnte also nicht für ein kleines Unternehmen tätig sein. Dieses Kriterium wurde nun gelockert. Jetzt sind es nur noch 50 Millionen US-Dollar, welches das Unternehmen, der Arbeitgeber, also hier an Umsätzen erwirtschaften muss. Arbeitet man für eine Tochtergesellschaft eines multinationalen Unternehmens und diese Tochtergesellschaft erwirtschaftet keine 50 Millionen, dann ist das auch in Ordnung, solange es eben die Muttergesellschaft tut. Und die letzte Änderung, die ebenfalls viele von euch willkommen heißen werden, ist, dass die Anzahl der Abhängigen, die ja bisher auf 4 beschränkt war, die ebenfalls das Visum nutzen konnten, aufgehoben wurde. Man kann jetzt also Kinder, Ehegatten und eben auch Eltern mitbringen, auch wenn es mehr als 4 Personen sind. Alles in allem also ziemlich attraktive Änderungen hier am LTA-Visum in Thailand. Natürlich sind die Anforderungen immer noch ziemlich hoch. Das muss man sagen. Es ist definitiv nicht einfach, dieses Visum zu bekommen. Man muss eben doch über Vermögen oder die entsprechenden Einkünfte verfügen. Anders geht es nicht. Aber genauso ist es ja auch vom thailändischen Staat gewollt. Natürlich gibt es dann nach wie vor auch noch die anderen Visumskategorien, als zum Beispiel das Elite-Visum oder auch das Rentnervisum. Diese kann man freilich weiterhin nutzen. Allerdings muss man dann eben Steuern auf sämtliche Einkünfte bezahlen, die man nach Thailand überweist. Zumindest dann, wenn man in Thailand steuerpflichtig ist. Ja, also das ist natürlich ganz wichtig zu wissen. Die Steuerpflicht besteht natürlich nur dann, wenn man mehr als 180 Tage im Jahr in Thailand ist. Hast du also das Elite-Visum zum Beispiel und bist sowieso noch 100 Tage im Jahr in Thailand, dann ist das egal, dann kannst du so viel Geld nach Thailand überweisen, wie du willst, dann gilt die Steuerpflicht nicht. Wenn du aber unbeschränkt steuerpflichtig wirst in Thailand, was nach 180 Tagen Anwesenheit der Fall ist, dann musst du auf die Einkünfte, die du nach Thailand überweist, die entsprechende Steuer bezahlen. Für bereits versteuertes Geld gilt das nicht. Hier können dann die Doppelsteuerungsabkommen genutzt werden. Aber ansonsten besteht eben grundsätzlich die Steuerpflicht. Und selbst wenn du die Steuern nicht bezahlen musst,
musst du eine Steuererklärung einreichen und deine Einkünfte dann offenlegen. Diese ganzen Probleme, die gibt es mit dem LTA-Visum nicht. Das heißt, jeder, der das LTA-Visum nutzen kann und der in Thailand leben möchte, der sollte natürlich auf jeden Fall sich mit diesem Visum auseinandersetzen und klären, ob er die Anforderungen dafür erfüllt. Im Rahmen dieser ganzen steuerlichen Veränderungen in Thailand haben natürlich viele gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Das will ich nicht, das ist ja alles viel zu kompliziert. Es gibt ja auch noch andere Länder in Asien, gerade der Nachbar von Thailand, Malaysia, hat sich hier besonders profiliert. Man hat ja erst vor kurzem entschieden, dass auch weiterhin Einkünfte, die nach Malaysia überwiesen werden aus dem Ausland, dort weiterhin steuerfrei sind. Auch dort gibt es interessante Visumskategorien in Malaysia. Also das könnte vielleicht für dich eine Alternative sein, wenn Thailand sich jetzt als zu kompliziert für dich entpuppt. Oder du begnügst dich eben damit, nur 180 Tage im Jahr in Thailand zu sein, vermeidest die Steuerpflicht und bist eben dann in anderen Ländern, wo du ebenfalls die Steuerpflicht vermeiden kannst. Also gibt es verschiedene Wege, wie du das steuerlich am besten handeln kannst. Aber wenn du an diesem LTA-Visum interessiert bist, dann kannst du jetzt diese neuen Vereinfachungen nutzen, die ich vorhin vorgestellt habe. Wenn auch du auswandern willst und dich mit Ländern wie Thailand beschäftigst, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren genau nichts anderes, als Mandanten bei solchen Fragen zu beraten, nämlich was ist das beste steuerliche Setup im Ausland, wie kann ich mich dort so steuerlich aufstellen, dass mir am meisten von meinem Geld bleibt, dass mir der Staat am wenigsten von meinem Geld wegnehmen kann. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.